Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal, hier bei Commike. Diesen Keller auf der Nordwestseite unseres Hauses habe ich in den letzten Jahren trockengelegt. Ich habe die Wände von außen aufgegraben und eine Drainage und eine Noppenbahn eingebaut. Vor 2 Jahren habe ich begonnen, diesen Kellerraum auch von innen zu trocknen. Neben vielen kleineren Maßnahmen habe ich die Wände mit einer speziellen Injektionslösung behandelt und zusätzlich einen Sickerschacht, einen Pumpensumpf eingebaut. Nach über einem Jahr ist es nun an der Zeit, ein Fazit zu ziehen. Wenn ihr wissen wollt, ob sich der ganze Aufwand hier gelohnt hat und was ich vielleicht doch hätte anders machen sollen, dann bleibt dran. Gleich geht's los. Unser Haus ist auf der Nordwestseite in den Hang gebaut. Der Keller in der Ecke des Hauses ragt etwa 50 cm aus der Erde heraus. Unter diesem Keller befindet sich ein weiterer Keller, welcher früher als Gemüsekeller, Luftschutzkeller und zuletzt als Kohlenkeller genutzt wurde. Der Boden des zweiten Kellers liegt ungefähr 4 Meter unter der Oberfläche. Hier unten sind es über das gesamte Jahr über knapp 10 Grad, kühl und feucht. Die Stahlträger der alten Zwischendecke waren so sehr angerostet durch die Feuchtigkeit, dass ich diese Kellerdecke mühsam herausarbeiten musste. Das passende Video hierzu findet ihr rechts oben in der Ecke oder unten im Video in der Beschreibung. In den oberen Kellerbereich möchte ich eine neue Werkstatt einbauen. Der Einbau der neuen Zwischendecke hat sich wegen der Corona-bedingten Lieferengpässe allerdings extrem verzögert. Da ist noch nichts passiert. Ich habe daher die Zwischenzeit genutzt, diesen Keller weiter trocken zu legen, damit meine Werkzeuge und Baumaterialien hier später keinen Schaden nehmen. Für die Trockenlegung dieses gesamten Kellerbereiches habe ich auf verschiedene Varianten gesetzt. Ich habe Lüftungskonzepte, Trocknerkonzepte, Injektionslösung für die Wände und letztendlich auch einen Pumpenschacht ausprobiert. Nun, nach einigen Jahren ist es an der Zeit, die Maßnahmen zu überprüfen und ein Fazit zu ziehen. Doch beginnen wir von vorne. Was hatte ich zuerst gemacht? Der obere Bereich wurde vor einigen Jahren bis zur Kante des Fundaments aufgegraben von außen. In den Graben wurden Drainagerohre von Strasil eingebaut und mit Drainagekies und Frostschutz verfüllt. An den Außenwand ist zusätzlich eine Noppenbahn angebracht, die die Ziegelwände schützt. Auf diese Weise kann keine Feuchtigkeit von der Seite in die Wände gelangen. Die Feuchtigkeit kommt ausschließlich von unten. Und genau da wird es kompliziert. Während der obere Keller aus ca. 60 bis 1 Meter dicken Ziegelmauern besteht, sind die Wände im Unterkeller weder gemauert noch mit Beton gegossen. Die Wände bestehen aus einem Sand-Kies-Gemisch, welches wahrscheinlich mit Beton und Zement verfestigt wurde. An einigen Stellen kann man noch gut die Abdrücke der Schalungsbretter erkennen und wie ihr seht, kann ich mit etwas Kraft auch diese Steine, dieses Material herausholen. Dieses Material, diese Wände sind stabil genug, das ganze Haus zu tragen. Aber die Wände sind nicht wasserdicht. Bei Starkregen oder langen Regenphasen sickert das Wasser durch die Wände hindurch direkt auf den Boden, wie ihr hier unten sehen könnt. Ich habe hier ein Loch, aus welchem ein richtiges Rinnsal fließt. Das Wasser sucht sich von außen seinen Weg an der Drainage vorbei und sammelt sich hier im unteren Bereich. Und da das Haus auf einem sehr, sehr lehmigen Boden steht, hier eine Art Wanne gebaut wurde, kann das Wasser nirgendwo anders hin als hier in dieses Haus, in diesen Keller hinein. Die Trockenlegung auf der Außenseite erfolgte auf der Höhe dieses Betonringankers. Das ist das eigentliche Fundament bzw. die Fundamenthöhe des restlichen Hauses. Die Trockenlegung von außen mit der Drainage und den Noppenbahnen hat einiges gebracht. Dennoch war die Lage nicht befriedigend. Ihr seht es hier, noch immer wirkt der Keller kühl und klamm, obwohl es sich heute schon deutlich verbessert hat. Zum damaligen Zeitpunkt vor 2 Jahren, als ich hier weitere Maßnahmen begonnen habe, lag der Durchschnittswert bei ungefähr 95% relativer Luftfeuchtigkeit bei einer Temperatur von 10 bis 12 Grad Celsius.
Um die erhöhte Luftfeuchtigkeit aus dem Keller zu bekommen, habe ich die bekannten Lüftungsregeln eingehalten. Stoßlüften im Sommer durch die kalten Kellerfenster und Dauerlüften im Winter unter anderem auch durch dieses Fenster hier oben. Der Luftentfeuchter lief zeitweise 24 Stunden am Tag im Automatikmodus. Zu besonders nassen Perioden habe ich die Dry-Close-Funktion aktiviert. Damit war es dann möglich, bis zu 24 Liter am Tag aus der Luft zu holen. Mein Trockner hat einen kleinen Wassertank. Hier kann ich ungefähr 4 Liter an Wasser auffangen und müsste das Ganze von Hand ausleeren. Damit dieser Trockner im Dauerbetrieb laufen kann, habe ich auf der Rückseite einen Schlauchanschluss. Ich habe hier einfach einen Rest von der Heizungsanlage, vom Heizungsbau angeschlossen. Das Wasser läuft hier einfach in einen Eimer hinein. Mit diesem Trockner bin ich nach wie vor sehr zufrieden. Schaut doch einfach mal in die Beschreibung unter dem Video, da verlinke ich euch neben dem Trockner auch die anderen von mir verwendeten Maschinen und Materialien. Mit dem Kauf der Produkte unterstützt ihr mich und meinen Kanal, ohne dass sich für euch der Preis ändert. Vielen Dank an dieser Stelle bereits im Voraus. Letztlich war das Lüften und auch der Trockner aber nur eine Reduktion der Symptome. Ich musste die Ursache für die hohe Luftfeuchtigkeit abstellen und da wurde es nun richtig spannend. Da ich bereits in einem anderen Keller sehr gute Erfahrungen mit dem Trockenlegen der Wände mit einer Injektionslösung gemacht habe, wollte ich dieses Verfahren auch in diesem Keller anwenden. Bei der Mauerwerkstrockenlegung mit einer Injektionslösung wird eine Flüssigkeit in das Mauerwerk eingebracht, welche die Wände wasserabweisend, also hydrophob macht. Hierzu habe ich mit einem 12er Bohrer Löcher in die Wände gebohrt. Der Winkel beträgt ungefähr 30 Grad und die Tiefe der Löcher sollte ungefähr 2/3 der Mauerwände bzw. der Mauerstärke ausmachen. In meinem Fall war es leider nur möglich, auf ungefähr 30 cm Tiefe zu bohren. Die Löcher habe ich im Abstand von einem halben Ziegelstein so angesetzt und gebohrt, dass das Ende des Loches genau auf dem Betonringanker endet. Auf der anderen Seite, an der die Feuchtigkeitsschäden deutlich höher waren, habe ich eine zweite und eine dritte bzw. sogar eine vierte Reihe gesetzt, jeweils um einen halben Stein versetzt. Um die Injektionsflüssigkeit einzufüllen, gibt es neben den Flaschen auch Trichter. Die Trichter sind oben offen und machen das Nachfüllen deutlich einfacher. Ich nutze dennoch die Flaschen lieber, da ich damit bessere Erfahrungen gemacht habe. Bei den Flaschen läuft die Flüssigkeit nur langsam in das Loch hinein und die Luft muss über das Bohrloch in die Flasche kommen. Daher läuft die Injektionsflüssigkeit eben viel langsamer in die Wand. Auch ist die Flüssigkeit nur sehr selten aus den Bohrlöchern seitlich herausgelaufen. Bei den Trichtern ist mir das häufig passiert und ich musste die Trichter jedes Mal sorgfältig am Bohrloch eindichten, damit nichts von der teuren Flüssigkeit verloren geht. Bei der Injektionsflüssigkeit habe ich verschiedene Anbieter ausprobiert. In einem anderen Keller konnte ich mit Porofin ein sehr gutes Ergebnis erzielen und die Wände dauerhaft trockenlegen. Auch Turbolin habe ich bereits in einem dritten Keller mit Erfolg eingesetzt. Beide Mittel haben nach einigen Monaten eine deutliche Wirkung gezeigt. Hier in diesem Keller habe ich das Mittel Silitrocken eingesetzt. Ausschlaggebend war der deutlich günstigere Preis gegenüber den anderen Herstellern. Das Silitrocken habe ich in 25 Liter Kanistern bestellt und die Flaschen dann selber mit einem Trichter aufgefüllt. Insgesamt wurden die Flaschen 3 bis 5 Mal mit insgesamt ungefähr 200 Litern dieser Flüssigkeit nachgefüllt. Die Luftfeuchtigkeit und die Feuchtigkeit der Wände habe ich regelmäßig dokumentiert. Zu Beginn waren die Werte bei einer Temperatur von 9 Grad bei 99% relativer Luftfeuchtigkeit. Das ist extrem viel. Aktuell, nach einer langen Regenperiode, habe ich bei einer Temperatur von 12 Grad eine relative Luftfeuchtigkeit von 78%. Das ist deutlich besser, aber bei weitem nicht das, was ich mir hier vorstelle. Ihr seht unten am Boden, dass dieser erkennbar an den dunklen Flecken noch immer feucht ist. Die letzten Tage ist der Schnee geschmolzen und es hat extrem viel geregnet. Deutlich positiver
als die Raumfeuchtigkeit hat sich die Feuchtigkeit der Steine entwickelt. Anfänglich habe ich bei meinen Messungen überhaupt keinen Wert erhalten, weil das Messgerät nur bis zu einer Skala von 20% Feuchtigkeit messen kann. Aktuell habe ich hier Werte zwischen 5 und 7%. Durch die Injektion ging es nach einigen Monaten relativ schnell runter und hat sich dann auf diesem Wert eingepegelt. Gerade an kälteren Tagen, wenn der Taupunkt relativ niedrig ist, kann ich am Betonringanker die Bildung von Wassertropfen beobachten. Ich hoffe, ihr könnt das auf den Bildern hier erkennen. Die Wand ist wasserdicht und die Feuchtigkeit in der Luft setzt sich an den kalten Wänden ab. Sie kann aber nicht in die Wände eindringen. Auch die Feuchtigkeit, welche von unten durch die Wände nach oben zieht, kann den Ringanker nicht durchtrennen bzw. durchbrechen, weil dieser nahezu wasserdicht ist. Durch die Trockenlegung von außen und die Absperrung von unten ist die Ziegelmauer im oberen Bereich des Kellers relativ gut abgetrocknet. Selbst der ehemals klamme und feuchte Putz ist nun trocken und fast staubig. Sobald die neue Kellerdecke hier eingebaut worden ist, kann ich mit dem Bau meiner Werkstatt beginnen. Im unteren Bereich hat das leider nicht so gut funktioniert. Ich habe einige Probeinjektionen in die Sandkieswand gemacht. Die Wände sind leider so porös, dass die Flüssigkeit innerhalb weniger Minuten komplett in der Wand verschwunden ist. Unmittelbar neben den Bohrlöchern bildet sich auch hier Tauwasser in den Wänden. Um aber die gesamte Wand hier wasserdicht zu bekommen, müsste ich einige hundert, wenn nicht gar tausende Liter an Injektionslösung einbringen. Da stellt sich für mich dann ganz schnell die Frage nach Aufwand und Nutzen. Außerdem würde eine Komplettabdichtung der Wände in diesem Kellerbereich, in diesem Unterkeller, das Wasser wahrscheinlich an eine andere Stelle unter das Haus leiten und dort nach oben kommen lassen. Der Schaden wäre dort nicht sichtbar und langfristig wahrscheinlich auch deutlich höher. Die ergiebigen Regenfällen in den letzten Monaten und Jahren haben mir darüber hinaus auch deutlich gemacht, dass eine komplette Abdichtung dieser Wände nur schwer möglich wäre. An einigen Tagen kamen ganze Wasserflüsse einfach durch diese Wand hier hindurchgelaufen. Dieses Wasser hat sich dann hier auf dem Boden des unteren Kellers gesammelt und stand teilweise 10 cm bis zur Hälfte der ersten Stufe dort hoch. Dieses Wasser ist dann natürlich in die umliegenden Wände gezogen und hat die Luftfeuchtigkeit hier im Raum dann durch die Ausdunstung weiter erhöht. Um dieses Problem weiter zu beheben, habe ich im letzten Winter einen Sickerschacht, einen Pumpenschacht hier im Keller eingebaut. Hierzu habe ich ein gut 1 Meter tiefes Loch direkt in den Lehmboden unter das Fundament gegraben, in welches ich ein 315er KG-Rohr verankert habe. Das Rohr habe ich an den Seiten mit mehreren kleinen Löchern versehen, damit das Wasser gut hineinlaufen kann. Auf der Unterseite ist das Rohr komplett offen. Das war übrigens ein großer Fehler. Die erste Pumpe, die ich in diesen Schacht gesetzt hatte, hat den Drainagekies, der am Boden liegt, angesaugt und sich somit selber zerstört. Ich hatte die Pumpe zwar auf einen Klinkerstein von gut 6 cm über den Kies gestellt, aber die Saugleistung war einfach zu stark. Ich empfehle euch daher, von unten ein Vlies oder einen Filter zu verbauen. Am einfachsten wäre es meiner Meinung nach, eine Endkappe für KG-Rohre mit kleinen Löchern zu versehen und diese auf das untere Ende des KG-Rohres zu stecken, bevor es eingebaut wird. Leider hat sich nach einigen Monaten auch der integrierte Schwimmschalter der alten Pumpe immer häufiger verklemmt. Die Pumpe lief dann gar nicht mehr. Oder was ich als schlimmer empfand, sie lief einfach im Dauerbetrieb und hat nicht mehr abgeschalten. Ich habe die Pumpe daher gegen ein anderes Modell, gegen ein deutlich besseres Modell mit einem Elektronikenschwimmer ausgetauscht. Insgesamt bin ich mit dem Pumpenschacht sehr zufrieden. Die neue Kärcher-Pumpe läuft nun seit vielen Monaten absolut zuverlässig. Entlang der Westwand werde ich noch einen kleinen Drainagegraben bzw. Wassergraben einbauen. Dann kann das Wasser, welches weiter südlich durch die Wand direkt läuft, in den Pumpensumpf ableiten. Die Links zum Rohr, der Pumpe und den ganzen anderen Produkten, die ich hier verbaut habe, findet ihr unten in der Beschreibung.
Nun habt ihr eine gute Zusammenfassung erhalten von den Maßnahmen, die ich über die letzten Jahre hier getroffen habe, um die Feuchtigkeit in diesem alten Keller weiter zu reduzieren. Es wird Zeit für ein Fazit. Als wir das Haus vor über 10 Jahren gekauft haben, stand das Wasser hier unten im Unterkeller kniehoch. Ein Regenrohr aus Ton direkt an der Hausecke war am Erdboden zerbrochen und gute 100 Quadratmeter Dachfläche Regenwasser sind über Jahre hinweg in diesen Keller gelaufen. Die Reparatur des Rohres hat weiteren Schaden extrem begrenzt. Dennoch waren die Wände nach den langen Regenfällen komplett durchfeuchtet und das Wasser stand hier im Keller. Mit der Trockenlegung von außen hat sich die Lage weiter verbessert. In den anderen Kellerbereichen, wo die Drainage auf dem Fundamentniveau verläuft, haben die Keller mittlerweile ein bewohnbares Klima erreicht. Die Lüftung und die Trockengeräte waren sicherlich eine kleine Unterstützung, um den Keller zu trocknen. Allerdings wurden damit nur die Symptome behandelt, was langfristig keinen Sinn macht. Erst die Trockenlegung der Wände mit der Injektionslösung brachte ein nachhaltig besseres Ergebnis zustande. Der Aufwand ist überschaubar. Das Bohren der Löcher und das Befüllen und Einsetzen der Flaschen hat ein paar Stunden Zeit gekostet. Danach habe ich die Flaschen täglich einmal nachgefüllt, später nur noch alle 2 bis 3 Tage. Die Injektionsflüssigkeit hat oberhalb des Betonringankers eine wasserabweisende Sperrschicht geschaffen. Da die Wand von außen durch die Drainage und die Noppenbahn geschützt ist, konnte der obere Bereich des Kellers mit den Ziegelwänden relativ gut abtrocknen. Mit dem Ergebnis bin ich soweit zufrieden, auch wenn ich damit noch lange nicht fertig bin. Im unteren Bereich ist der Einsatz der Injektionslösung ebenfalls möglich. Durch die porösen Wände wäre der Materialeinsatz und somit die Kosten meiner Meinung nach aber nicht mehr gerechtfertigt. Mein Ziel ist es, im Außenbereich um diesen Keller noch einmal einen ungefähr 2 bis 3 Meter breiten Betonsockel zu gießen, damit das Oberflächenwasser von der Außenseite erst gar nicht zu weit an das Haus herankommen kann. Bis es soweit ist, habe ich mit der Pumpe in meinem Drainageschacht aber eine gute Lösung. Der Bau hat mich einen Tag an Arbeit gekostet und auch die Materialkosten waren mit ungefähr 250 € inklusive der Pumpe doch überschaubar. Welche Lösung zur Trockenlegung der Kellerwände habt ihr genutzt? Wie sind eure Erfahrungen, speziell bei solch alten Häusern und solchen seltsam gebauten Wänden? Was würdet ihr gegebenenfalls anders machen? Schreibt mir eure Meinung in die Kommentare und gebt mir ein Feedback. Unterstützt meinen Kanal, indem ihr ein Abo dalasst, um auch keine weiteren Videos zu verpassen. Ein Daumen hoch wäre natürlich auch klasse, wenn euch mein Video gefallen hat. Und natürlich freue ich mich riesig, wenn ihr mich finanziell unterstützt, indem ihr einfach über meine Links unten in der Beschreibung einkauft. Für euch ändert sich am Preis gar nichts und ich kann weiter Videos für euch machen. An dieser Stelle vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Ciao!